Ich stehe mal wieder bei Horst auf dem Hof und Horst steht auch neben mir. Und es geht heute mal wieder um Solartechnik oder Photovoltaik, heißt es, glaube ich, ganz genau. Und da will Horst uns noch ein paar Sachen erklären oder zeigen, die er sich jetzt in der letzten Zeit noch mal wieder dazu gebaut hat. Erstmal herzlich willkommen zu meinem Video. Moin. Moin Horst. Hallo. Hallo. Ja, vielleicht kann sich auch eine oder der andere an das Video im Herbst letzten Jahres erinnern. Ja. Da hatte ich mir so eine kleine Box zugelegt. Da ist ja ein Akku drin, ein Stromgenerator drin. Ja. Jackery ist das, aber das gibt es auch von vielen anderen Marken. Die speichern ja den Strom, den ich über Solar bekomme. Ne? Ja, das, wenn ich da mal eingreifen darf, das ist so, gehört zusammen, die Solarplatten hier. Ja, nee, eigentlich gehören da zwei dazu. Zwei Platten gehören zu diesem, was ist das? Das ist ein Speicher, wie eine Lithiumbatterie. Ja, das ne? ist quasi ein Inverter bzw. ein Stromgenerator. Ja. Der Strom erzeugt. Ich hatte ja einen und dieser kann die doppelte Leistung. Der andere war mir ein bisschen zu klein, habe ich den umgetauscht gegen eine Nummer stärker. Ja. Habe dann da zwei Platten, die gehören dazu, kann man machen und so weiter. Und heute war mein Experiment, dass ich da drei Platten ranschließe, was mechanisch möglich ist. Ja. Aber leider hat er einen Strombegrenzer drin, der lädt trotzdem nicht mehr, obwohl die Sonne voll da ist. Ne? Das heißt, der Strom ist begrenzt. Ich glaube, man kann es ablesen bis 120 Watt. Kann der aufnehmen. Ja, genau. Ja, leider. Ja. Das ganze Ding hat 1000 Wattstunde. Ja. Also falls das jemand interessiert. Und der vorige hatte nur 500. Ach so. Wenn ich jetzt meine beiden Fahrräder hole, kann ich die komplett mit dem Gerät Deine E-Bikes? Meine E-Bikes, ja. Deine E-Bikes kannst du beide damit laden? Die Akkus, ja. Ja, okay. Nee, das geht also super. Ja. Ich habe den ja überwiegend hier zu Hause als Notstrom sozusagen, gerade in der heutigen Zeit. Ja. Man weiß ja nie. Ne? Genau. Und da hatte ich gemacht und da haben wir mal ein bisschen experimentiert hier, wie es denn so geht. Ich habe allerdings, das kann man sagen, und das können wir auch gleich noch mal zeigen, noch ein i-Tüpfelchen draufgelegt. Ja. Auch wenn dieses jetzt mit drei Platten, wie es hier so steht, mit dem nicht geht, kann ich den überflüssigen Strom in mein Wohnmobil einspeisen. Ja. In die Akkus. Ja. Und das ist schon mal, der ist ja unbegrenzt, da kann ich auch mit 500 Watt einspeisen, wenn ich wollte. Das sind ja auch Lithium-Akkus. Ja, Horst, du machst dann Folgendes, du speist einmal in diese Box hier ein, in den Jackery hier ein und andererseits auch in deine Batterien in deinem Mobil, in deine Lithiumbatterien in deinem Mobil. Dazu habe ich mir ein langes Kabel gemacht, wo dann alle drei Platten ran können. Ja. Und dann habe ich eine zusätzliche Einspeisung zu den Platten, die oben auf dem Dach sind. Ja. Und das ist in Spanien schon super interessant. Ja. Dann brauche ich keinen Strom mehr dort nehmen. Das heißt, du hast das kombiniert mit den Platten auf dem Dach, den Solarplatten auf dem Dach. Und die drei jetzt noch zusätzlich. Ganz genau. Die nutzen nur dann, wenn du sie wirklich brauchst. Wenn ich sie brauche. Sonst klappe ich zusammen. Ja. Oder das können wir nachher noch mal zeigen. Man kann auch zeigen, von hinten, wie die stehen. Ja. Die kann man einfach auf die grüne Wiese oder auf den Beton stellen, wie man will. Ich habe es jetzt hier nur mal um das zu zeigen, mal so hier drauf gestellt. Ne? Jetzt hast du das Ganze ja noch verfeinert. Ja. Ne? Und da wollen wir jetzt gleich, jetzt kommt das, was die Sache so interessant macht. Und das wird nicht was für jeden sein, das muss man ganz klar sagen. Nein, das ist denn das ist so eine besondere Geschichte. Aber ich fand es eben sehr interessant und deswegen möchte ich das hier jetzt auch gerne zeigen. Okay. Und Horst wird das Ganze gleich mal hier zusammenbauen, was er da gemacht hat. Und dann zeigen wir euch das Ganze. Was wir hier jetzt zeigen, das wird für die meisten nicht in Frage kommen. Trotzdem möchte ich das hier zeigen, denn ich finde es interessant, was man doch mit handwerklichem Geschick alles selber erstellen kann. Horst war im letzten Winter 4 Monate auf dem Stellplatz in Mazarón, Spanien. 4 Monate war er dort. Und da ist er dann auf die Idee gekommen, seine Solaranlage noch zu erweitern und noch zu verbessern. Der Preis ist auch sehr günstig hier mit unter 10 Euro pro Tag und auch der Strom hielt sich mir vom Preis her in Grenzen mit 3 Euro. Das wurde aber schnell geändert, ganz klar, aufgrund dessen, weil natürlich die Camper auch mal heizen dann mit Strom und so weiter, sodass der Betreiber mit dem ganzen Kalkulation seines Preises nicht mehr hinkam und so wurden die Strompreise auch stark erhöht. So hatte Horst die Idee, dass er komplett autark sein möchte, ohne einen Stromanschluss. Und so hat er versucht, die ganze Sache mit seinen Solarplatten weiter zu optimieren. Dabei ist er auf die Idee gekommen, das Ganze auf ein Gerüst zu bauen und der Sonne immer nachzurichten, damit wir die ganze Geschichte weiter optimiert.
Das geht natürlich nicht auf jedem Platz. Hier auf diesem Stellplatz sind die Parzellen sehr groß. Wenn man im hinteren Bereich seines Platzes ist, dann stört man da auch niemand. Also da ist die Geschichte ohne weiteres möglich. Das ist hier leider nicht zu erkennen. Er hat das ganze Gestell auf dem Anhänger, wo er sein Auto mit transportiert, befestigt. Damit konnte er es gut verankern und brauchte nicht eher am Boden irgendwas verankern. Wieder zu Hause hatte Horst die Idee, seine gesamte Anlage zu erneuern bzw. zu verbessern. Und zwar so, dass sie sich der Sonne nachrichtet. Der Einfachheit halber wird das ganze Gestell auf dem Anhänger, wo er seinen Pkw mit transportiert, montiert. Das Ganze geht natürlich nur, wenn man auch eine Parzelle hat, so wie Horst in Mazaron, die sehr groß ist, wo der Anhänger mit auf der Parzelle steht und man keinen Nachbarn oder irgendjemand stört. Das überwiegende Material ist Aluminium, damit das Ganze nicht so schwer wird, und das Ganze muss natürlich auch stabil sein, denn wir haben dann natürlich auch hin und wieder mal Wind. Kann sein. Das Ganze wird natürlich am Ende wieder zerlegt und in eine Tasche verpackt, und dann kann man dieses Gestänge und auch die Platten in einer Tasche dann im Fahrzeug transportieren. Die Solarplatten haben schon Löcher. Diese Löcher werden genutzt, um die Solarplatten dann an dem Gestell zu verschrauben. Muss irgendwo was sein, ja. Das Ganze ist ja bisher ein Prototyp und Horst hat zwischenzeitlich auch einige Änderungen vorgenommen. So ist das jetzt so, dass die Platten am Boden montiert werden, beziehungsweise der Mast wird auf den Boden gelegt, das Ganze über ein Scharnier, und dann können die Platten am Boden montiert werden und der Mast wird dann hochgezogen und aufgestellt. Das macht die Sache natürlich wesentlich einfacher. Hier zwischen, ob das hält. Ich hole jetzt noch mal einen Schlüssel. Ich weiß, was ich glaube, was ich noch mache. Ja. Guck hier, das wackelt. Hier noch ein Streben rein. Ja. Guck hier, das ist. Ja. Das Rohr selber ist gut. Aber von da nach da. Guck mal, das dreht sich ja mit, dieses hier. Ja, ja. Den kann ich da so hier dran machen mit einer Schelle, ja, und da dran machen. Auch das ist inzwischen passiert. Horst hat das Ganze noch mehr stabilisiert. Das Ganze muss ja auch elektronisch gesteuert werden. Auch das hat Horst selber hergestellt. Benötigt wird eine Stromversorgung mit 230 Volt. Was man nicht glaubt, aber es könnte passieren, dass dann plötzlich Strom drauf ist, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Deswegen sollte auf jeden Fall alles geerdet werden, also auch der komplette Anhänger mit einem Erdanker. So, die ersten Versuche. Man sieht, dass es nicht alles auf Anhieb klappt, aber Horst wird uns dazu gleich noch ein paar Sachen erklären. Aha. Ach, der macht immer so Schritte. Ja. Also der muss erstmal eine Grobausrichtung muss er haben. Einmal morgens, wo es losgehen soll. Ja. Dann macht er noch 2 Schritte über den Tag für 1 Sekunde. Und am Abend fährt er automatisch wieder zurück, wo er hingekommen. Das kann ich jetzt zeigen, wodurch das passiert. Ja, okay. So, jetzt kannst du das Ganze mal erklären. Ja, und zwar wird das Ganze gesteuert durch 2 Zeitrelais. Und zwar einer, der schaltet nur 1 Sekunde lang an, dann dreht die ganze Geschichte um einen gewissen Grad weiter, und das passiert 2-mal am Tag und beziehungsweise einmal in die Abendstellung noch hinein. Ja. Und das kleine Relais schaltet dann um 20 Uhr oder um 21 Uhr, je nachdem wie ich es eingestellt habe, wieder auf Morgenstellung zurück, also das auf dann fällt er wieder in die Nullstellung. In die Nullstellung ja, zurück. Okay. Das Ganze nochmal erklärt. Hier drin befindet sich ein sogenannter Rohrmotor, wie er verwendet wird in beispielsweise Jalousien am Haus und so weiter. Ja. Und dazu sollte man einen nehmen, der wenig Umdrehungen macht. Ich habe leider das Pech, dass der 6 Umdrehungen macht in der Minute, und das ist eigentlich schon zu schnell. Langsamer habt ihr vielleicht eben auch gesehen, der ist dann ganz schön schnell da. Also wäre schöner, wenn der
langsamer laufen würde. Ne? Ja. Also man könnte sich einfach ein Aluminiumrohr besorgen, dann den Rohmotor hinein, beziehungsweise aus einer alten Jalousie ausbauen. Dieses zum Beispiel aus einem Bräunungsstudio, wie soll ich sagen, dieses Solargerät, wo man sich früher schön knackig braun brennen lassen sollte, und die hat man ja heute nicht mehr. Und da habe ich das Ding ausgebaut. Hier ist ein Kugellager, damit das Ganze abgestützt wird, sonst würde das ja umfallen. Einzige, was mir noch nicht so gefällt, muss ich sagen, dass das so abrupt anfängt und dann hin und her schaukelt. Die spanischen Winde hat er auch noch nicht gesehen, also ob sich das bewährt, kann man auch noch nicht sagen. Ich hatte das Ganze in Spanien schon mal aufgebaut, allerdings aus Holz, und musste dann von Hand also immer weiter drehen. Und das wollte ich also vermeiden, dann über Tag, dass da keiner hin muss, und das weiter ist man tagsüber ja auch unterwegs und so weiter, ja, dass das automatisch geht. Das war meine Idee jetzt dabei. Ja. Ob das jetzt für irgendjemand was ist, weiß ich nicht, eher wohl nicht. Aber da wir in Spanien völlig autark stehen, wollte ich auch die optimale Leistung an Solarenergie gerne haben. Und alleine, dass das so schräg ist und nicht einfach flach auf dem Boden ist schon fast die doppelte Miete. Also, ja, ja. Als wenn ich die so einfach auf dem Fußboden so ausbreiten würde. Ich könnte die auch so hinstellen, wie wir zu Anfang gezeigt haben, aber dann wehen die um, ja, und so kann man sie gar nicht befestigen. Ja. Ob dieses jetzt klappt, wird sich noch zeigen, aber ich kann das Ganze noch mal eben zeigen. Ich kann jetzt nicht warten, bis es Mittag ist oder was. Ich kann das hier auch manuell einfach weiterschalten. Ja, ja, das schaukelt ziemlich, ja, das Ganze. Das ist, weil das so abrupt anfängt. Und da muss ich mir noch was einfallen lassen. Entweder einen anderen Rohmotor einbauen. Ja. Ne, aber das Prinzip funktioniert. Also ob der jetzt ein bisschen schaukelt. Ja. Ne, und der richtet sich nur nach der Uhrzeit. Das heißt, richtig, also, ja, er weiß, jetzt ist 12 Uhr, da muss ich da und da stehen. Ja. Und das hat er nicht über die Sonnenstrahlung, sondern einfach eine Zeit, einfach einen Timer drin. Einen Timer. Wenn ich weiß, so und so viel, meinetwegen nach 3 Stunden oder nach 4 Stunden müsste er etwa auf Mittag stehen, dann würde ich den Timer so programmieren, meinetwegen 11:30, einmal umschalten und dann mir das nochmal einmal umschalten. Bei diesen Solarplatten ist es so, auch wenn das nicht optimal auf 90 Grad reintrifft, die Sonnenstrahlen, auch so ein bisschen schräg, haben die noch eine super Leistung. Also im Gegensatz zu früheren Platten, die ich hatte, diese mit dem Aluminiumrahmen. Ja. Jetzt sag mal, das sind 3 Platten und die haben je 100 Watt. 100 Watt. Ja. Also mit 300 Watt würdest du dann optimal laden. Ja. Ja. Okay. Und das kann ich jetzt wahlweise natürlich in den Jackery einspeisen. Ja. Oder in meine Wohnmobil Lithiumzellen. Ja. Gut, okay. Was kostet so eine einzelne Platte? Die Platte, wenn die einzeln kauft, so um 270 € rum. 270 €, eine Platte, ja, okay. Der Vorteil ist, dass sie super leicht sind, im Gegensatz zu den Alurahmenplatten. Gut, man könnte jetzt auch noch andere nehmen mit Folien und so weiter. Ich habe alles hin und her überlegt. Diese klappe ich einfach so zusammen, habt ihr zu Anfang gesehen, und stelle die hinten ins Mobil. Eine wiegt 3,5, 3,6 Kilo, eine Platte. Okay, jetzt das ganze Material, das hast du dir selber so irgendwo im Internet gekauft, so und selber alles gebastelt. Ja, was hast du denn an Materialkosten gehabt für dieses Gestell? Also knappe mit Lager und allem drum und dran, knappe 80 bis 100 €. Ja, okay. Mit Schraub, also jedes Teil. Ja. Okay, jetzt muss man ja das nicht mit einem Motor steuern, sondern man könnte rein theoretisch sich selber nur so ein Gestell machen, und wenn man da ist auf dem Platz, richtet man immer der Sonne nach. Wenn man Ganze sowieso da ist, oder genau, sagt dem Nachbarn Bescheid. Ja, soll mal ein bisschen rumschieben. Ja, gut, okay. Jetzt musst du das Ganze, ist ja ein Prototyp, hätte ich beinahe gesagt. Du musst das ja erstmal noch ein bisschen verfeinern, aber ich fand das so originell, jetzt ich sage, das muss man einfach mal zeigen, dass es sowas gibt. Ja. Wie gesagt, in Spanien, wir haben viele geguckt, da war das Ganze aus Holz. Aus alten Paletten habe ich irgendwo gefunden am Straßenrand, dieses Holz, und dann so zusammengebaut. Und da habe ich gesagt, zu Hause machst du das nochmal, das Ganze dann eben in Aluminium. Ja, gut. Okay. Ja, eine Idee, wie du schon sagst, die nicht jeder nutzen kann und braucht, das Ganze. Aber vielleicht eine Anregung für den einen oder anderen. Ist ja vielleicht auch was für zu Hause, wenn man jetzt weiß, dass die Strompreise drastisch steigen. Dann kann man sich sowas ja vielleicht für zu Hause basteln. Ja. Und kann man natürlich zu Hause, würde ich dann auch diese stabilen Platten nehmen, die es gibt mit Alurahmen. Ja. Und dann braucht man ja auch diesen Rahmen, diesen Hilfsrahmen, der dahinter ist, den braucht man dann auch. Nee, richtig, genau. Aber im Prinzip hast du schon recht, das könnte man machen.
Und wie gesagt, den Rohmotor, wenn man sich den irgendwo aussucht, die gibt es in allen Varianten. Und viele schmeißen auch alte Jalousien weg oder alte Sonnenbänke werden aussortiert. Und da kann man das gut, das ist das Originalrohr von der Sonnenbank noch. Ja, und das Ganze hast du ja auf dem Anhänger festgemacht. Ja, hier. Gut, dass du das nochmal sagst. Das Ganze kann ich natürlich komplett auch auf dem Fußboden machen. Ach so. Ich bin nun dadurch ein bisschen höher gekommen. Also ich könnte das komplett mit diesen Schrauben, die durch meinen Teppich auch, aber die ein bisschen länger sind, auf dem Fußboden festschrauben. Das geht also ohne weiteres. Ja, richtig. Ja. Ja, das jetzt nur manuell, aber das ist dann so, läuft dann eine Sekunde nur. Ne? Ja, richtig. Der macht dann nur so einen ganz kleinen Schritt immer. Ja. Wie viele Schritte kann er insgesamt? 3? Ja, ich könnte, weiß ich wie viel, aber es nützt ja nichts. Dann ist er auf der anderen Seite. Ne? Also er läuft eigentlich zu schnell. Also wenn er langsamer die Hälften laufen würde, könnte ich auch mehrere Schritte machen. Das wäre für mich optimaler. Also ich werde wahrscheinlich noch den Motor irgendwann wechseln. Die sind genormt, also die kriegt man auch gebraucht im Internet und so. Das ist auch kein Thema. Ne? Okay. Bloß den hatte ich zufällig. Ne? Soll ja alles auch nicht so viel kosten. Muss ja dann auch preiswert bleiben, das Ganze. Nee, wunderbar. Ja, Horst, dann danke ich dir hier für deine Ausführungen und für das, was du uns hier gezeigt hast. Wirklich nicht für jeden was, aber wir haben uns einfach mal gezeigt. Ja. Dankeschön und ich sage auch Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Tschüss.